Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jenke mit 2E Unit 91 am Start. Ich möchte euch eine Sache zeigen. Aktuell nehme ich auf, meine Tonspur und Gameplay-Tonspur sind nicht synchron. Deswegen mache ich immer rechts, links, Kreis. Und dann ist jetzt alles synchron. Wenn ich das halt später synchronisieren möchte, gucke ich, dass meine Stimme, wenn sie rechts sagt, auch das Bild nach rechts geht. Das ist ein kleiner Rückblick oder Hintergrundeinblick hinter den Kulissen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich aktuell in GTA Online mein Geld verdiene, weil es immer wieder gefragt wird und ich dachte mir, es wird mal Zeit, dass ich das zeige. Ich habe aktuell 21 Millionen Dollar und ich zeige euch einfach mal so nebenbei, zwischendurch, worauf ich achte und was ich nicht mehr mache, schon seit längerem. Das erste, was ich mache, ist erstmal immer wieder kleine, feine Missionen. Das heißt, als CEO mache ich Aufträge, wie zum Beispiel Stadtrundfahrt oder Headhunter. Die geben beide am meisten Geld. Der Rest geht nicht so schnell voran und macht auch nicht so viel Spaß, schnell Geld zu verdienen. Ich benutze ein Fahrzeug mit Raketen, am besten was fliegt. Ich empfehle euch Fahrzeuge wie zum Beispiel den Sparrow, das ist das Gedöns, das ist der Hubschrauber. Das ist der Hubschrauber, der beim Kosatka drin ist, bei eurem U-Boot. Und damit mache ich immer wieder zwischendurch Geld. Es bringt nicht viel Geld, Leute, das weiß jeder von euch, der halt das schon öfters gemacht hat. Aber es bringt einiges an Kohle in der Masse. Das heißt, zum Beispiel mit dem Sparrow habe ich unendlich Munition und kann dann halt draufhalten vom Allerfeinsten und hole mir nach der Reihe einfach die 4 Ziele. Ganz wichtig ist, dass ich die Mission innerhalb von Los Santos starte. Außerhalb von Los Santos habt ihr ein Riesenproblem und zwar müsst ihr halt um ganz Blaine Country rumfahren und das macht überhaupt keinen Spaß. Glaubt mir mal. Kleiner Trick, den ich schon mal in einem Video gezeigt habe, und zwar wenn du mehrere Ziele hast und R1 oder L1 drückst, dann wechselt er die Ziele. Und das ist auch hilfreich, wenn du zum Beispiel halt hier mehrere Ziele hast und mehrere Leute werden anvisiert. Ich habe leider jetzt Pech, dass nicht mehrere anvisiert werden. Doch jetzt. Jetzt hat er gerade gewechselt und ich habe mein Ziel eliminiert. Wenn euch gefällt, dass ich jetzt einfach mal hinter den Kulissen zeige, wie ich mein Geld verdiene in GTA und wie ich halt sehr viel Geld mache, Daumen nach oben, tut euch auf gar keinen Fall weh, Leute. Das wurde halt wirklich sehr oft in letzter Zeit wieder gefragt. Normalerweise hätte ich auch 30 Millionen Dollar, aber ich habe ja zum Beispiel Fast and Furious Video gemacht, wo ich die ganzen Fahrzeuge gezeigt habe. Das Tuning war schon ziemlich teuer und ich habe mir noch hier und da mal andere Sachen gekauft. Ich hätte über 30 Millionen und ich glaube, dass sehr wahrscheinlich bald ein Update in GTA erscheinen wird und deswegen dachte ich mir, dass ich das euch mal zeigen werde, denn es ist sehr ruhig um GTA geworden, richtig ruhig meiner Meinung nach und deswegen denke ich, dass irgendwann uns etwas erwarten wird. Und da ist es halt sehr wichtig, halt, ja, schon mal vorbereitet zu sein. Nicht, dass ihr halt in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen das Geld macht, sondern schon davor vorbereitet seid, weil Rockstar Games kündigt Updates normalerweise 1-2 Wochen vorher an. So war es in der Vergangenheit immer wieder. Kann aber auch sein, dass sie sich ein bisschen geändert haben bei Rockstar Games. Aber normalerweise halt in einem kurzen Zeitraum, so dass man halt nicht viel Geld machen kann. Das machen die extra, um ehrlich zu sein. So, 21.000 Dollar, aber wie gesagt, das ist nur für zwischendurch. Früher habe ich gesagt, macht auch die Terabyte-Mission. Wenn ihr ein Terabyte habt, macht ihr auf jeden Fall. Aber ich mache die nicht mehr, weil ich bin ganz ehrlich, ich brauche das nicht mehr. Klingt ein bisschen abgehoben, aber ist wirklich so. Ich brauche diese Sachen nicht mehr zu machen. Wenn ihr neu seid und nichts besitzt, dann solltet ihr auf jeden Fall immer gucken, wo es halt doppelt oder dreifach Geld gibt bei Missionen und das solltet ihr machen. Aber auch da bin ich draußen, weil ich es schon sehr oft gemacht habe und es nicht mehr wieder abgehoben, aber ich habe es nicht mehr nötig. In jedem Event-Video zeige ich euch, wo es mehr Geld gibt. Deswegen abonnieren, Glocke aktivieren und nichts verpassen und dann seid ihr immer mit dabei, up to date beim Thema Geld. Wenn ihr habt, Leute, ich mache das auch sehr selten, besucht auf jeden Fall mal eure Spielhalle, weil dort gibt es einen Tresor und dort gibt es 50.000 Dollar. Ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, sehr viele von euch, wenn ihr es auch sehr oft vergisst wie ich, macht mal Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, wie viele aktive GTA-Spieler das auch immer wieder vergessen. Wir haben auch einen Nachtclub, aber da lohnt sich das nicht. Das muss ich mal aktiv bewerben, ansonsten gibt es dort nicht viel Geld. Aber jetzt haben wir schon halt in sehr kurzer Zeit schon mal 70.000 Dollar gemacht. Ich würde euch nicht empfehlen zu glitchen, weil ihr bestraft werdet und das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Es gibt einige Leute, die in der Vergangenheit schon immer geschrieben haben, hey Yankee, ich habe geglitscht, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, ich hatte zu viel Geld. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich verkaufe keine Waren mehr in offenen Lobby, Leute, das juckt mich kein bisschen mehr, kein bisschen. Das ist für mich einfach nur noch offene Lobby, gibt's gar nicht mehr für mich. Wow, was ist das denn hier? Für mich gibt es die offene Lobby nicht mehr. Die offene Lobby ist für mich persönlich tot.
Ihr könnt ein bisschen tricksen. Es gibt den sogenannten MTU-Trick. Mit dem MTU-Trick kannst du halt einstellen, dass du eine etwas schlechtere Verbindung hast und dafür kommst du halt, weil die Verbindung schlecht ist, in einer einzelnen Lobby und das kann halt auf jeden Fall schon mal sehr viel Geld bringen, wenn du halt Unternehmen und Waren hast, die du verkaufst. Das mache ich aber auch nicht mehr. Das nennt man passives Einkommen. Das mache ich aus dem Grund nicht mehr, weil du halt warten musst. Du musst mehrere Stunden warten und MTU, ich spiele auf der PlayStation 5, geht glaube ich auch nicht mehr. Auf der Xbox und auf dem PC gibt es auch noch ein paar Tricks, wo du halt eine Solo-Lobby kriegen kannst. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr Waren habt und die verkaufen wollt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Lobby eure Ware zerstört wird, ist sehr hoch. Für diese Mission braucht ihr nicht viel. Zeitrennen. Jeden Donnerstag gibt es ein neues Zeitrennen und das müsst ihr halt abschließen, in einer bestimmten Zeit halt am Ziel ankommen. Und das muss ich wirklich sagen, Leute, ist etwas, was ich früher nicht so oft gemacht habe, leider nicht oft gemacht habe. Erst 2021 mache ich das regelmäßig. Davor habe ich darauf halt, ja, auf Deutsch gesagt, gepfiffen. Und habe mir gesagt, was soll ich denn damit? 100.000 $, aber überleg mal. Jede Woche, das heißt im Monat, machst du halt, wenn du regelmäßig GTA spielst oder donnerstags nur spielst, machst du 400.000 $ mit diesen Missionen, mit den Zeitrennen. Und dafür brauchst du nur ein Motorrad, es geht auch eine Bar-Team meistens. Diese Strecke ist ein bisschen schwerer. Ihr müsst halt immer wieder euer Ort markieren und dann gucken, was ihr machen könnt. Hier muss man auf jeden Fall abkürzen. Ich habe es auch noch nicht geschafft, diese Strecke. Kleiner Tipp für Motorradfahrer, den Stick immer nach hinten, dann seid ihr schneller. Auch bei Motorradrennen gilt das so. Also immer wenn ihr den Stick nach hinten drücken könnt, macht das auf jeden Fall, das ist eigentlich Pflicht. Das hier, wie gesagt, kann jeder machen, ihr braucht einfach nur ein Motorrad. Motorrad ist halt schneller als Fahrzeug. Fahrzeuge mit Boost funktionieren nicht. Und wenn ihr halt das des Öfteren gemacht habt, macht ihr wieder eine kleine Summe an Geld. Das gleiche gilt auch für RC Bandito, was ich euch dieses Mal hier nicht zeigen werde. Aber RC Bandito Zeitrennen gibt es auch. Das ist ein ferngesteuertes Fahrzeug und mit dem ferngesteuerten Fahrzeug könnt ihr dann auch nochmal, ja, 100.000 $ verdienen. Das heißt, ihr macht pro Monat 800.000 $ mit den Zeitrennen. Ihr müsst das so sehen, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn man das halt so sieht mit Thema Kleinvieh macht auch Mist, dann macht man sehr viel Mist. Dann hat man sehr viel Geld und wie man sehen kann, mit Abkürzung funktioniert das. 100.000 $, ganz einfach, ganz schnell. Das ist die schnellste Methode, um 100.000 $ in GTA zu machen. Eine Sache, die ich euch wieder als Anfänger empfehlen kann, sind Ziele, die Tagesziele. Zum Beispiel spielen eine Runde Golf, Falschgelddruckerei versorgen, Fahrzeug bei Bennys modifizieren. Das sind so kleine, einfache Aufgaben. Wenn ihr die abschließt, gibt es auch nochmal einen Geldbonus. Vertieft euch aber nicht zu sehr da rein, weil das kann ab und zu mal nervtötend sein. Zum Beispiel Spiele Golf. Wer spielt denn heutzutage noch Golf in GTA? Auf der PlayStation 3 hat jeder einmal Golf gespielt und danach nie wieder. Ihr merkt, Leute, ich habe in sehr kurzer Zeit 170.000 $ verdient. Es gibt keinen magischen Trick, wo du 10 Millionen $ auf einmal verdienst. Du musst in GTA offiziell spielen. Es gibt aber sehr viele Geldboni. Zum Beispiel, wenn du in dieser Woche mobile Operator Kommandozentrale Missionen spielst, bekommst du halt nochmals 100.000 $ als Geldbonus. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, wo es halt hier und da ein paar Geschenke und Boni gibt. Da sage ich auch, wann das Ganze kommt. Dort hast du dann auch schon wieder Geld. Wie schon erwähnt, Kleinvieh macht Mist. Beim RC Bandito ist Zeitrennen ein bisschen anders. Du brauchst einen RC Bandito, der kann ein bisschen teuer sein. Ich glaube, du brauchst eine Arena-Werkstatt, weil der wird ja dort gelagert automatisch. Du kannst nicht aussuchen, wo der gelagert werden soll. Also das ist eventuell ein Nachteil, aber Arena-Werkstatt ist auch eigentlich schick und ein Thema für sich. Es gibt dort sehr viele schöne Fahrzeuge eigentlich. Ja, hier merkt ihr, dass das ein bisschen schwer sein kann. Auch für mich. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen das erste Mal. Ist aber nicht schlimm, wenn man ein bisschen halt übt und weiß, wie die Strecke geht, dann kommt man auf jeden Fall besser klar. Auch Zeitrennen wurde abgeschlossen, das heißt, ich habe 270.000 $ gemacht in extrem kurzer Zeit. Das ist so aber einmal in der Woche machbar, nicht jeden Tag machbar. Was man jeden Tag machen kann, ist ja klar, meine Damen und Herren, das sollte jedem bekannt sein. Cayo Perico Heißmission bringen am meisten Geld. Dafür braucht ihr ein U-Boot. Leute, ich zeige euch jetzt nicht eine Heißmission, weil ich habe schon sehr oft gezeigt. Ich erkläre mal in der Theorie, worauf man achten sollte, was man machen sollte. Du machst im Schnitt mal mehr, mal weniger, aber 1,3 Millionen $ ist immer drin in Cayo Perico. Du brauchst ein U-Boot Kosatka und dieses Ding empfehle ich jedem auch. Aber wenn ihr das nicht habt, fangt mit dem U-Boot an. 2,2 Millionen $ kostet das Teil. Mit sehr vielen Geldboni etc. kannst du hier aber schon sehr viel machen.
Hier ist deine Vorbereitungskonsole und du musst 25.000 Dollar hinblättern, um halt die Insel erstmal zu besuchen und halt Informationen zu sammeln. Ganz wichtig, Spielerfahrung ist das Beste, was man hier sammeln kann, egal was ich euch sage, denn so macht ihr halt eine Heist-Mission in 1 Stunde und 10 Minuten, so lange brauche ich. Also Vorbereitung und Heist-Mission brauche ich 1 Stunde und 10 Minuten, wenn alles gut geht. Bei der Vorbereitung kann ich euch ein paar Kleinigkeiten noch empfehlen. Ich habe ja schon einige Videos gemacht, wie man am besten Heist-Mission macht. Ihr spawnt am besten mit eurem U-Boot hier. Und dann geht ihr so nah ihr könnt ans Ufer ran. Dann braucht ihr halt nicht euer Hubschrauber zu benutzen, sondern ihr könnt auch zum Beispiel auch euer Noob-Bike benutzen, wenn das für euch besser ist. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit halt öfters mache und gerne mache, wenn ich halt die Insel ausgespielt habe. Vorbereitung immer hier. Das heißt, ich fahre jetzt irgendwo hin. Du kannst auch hier zum Beispiel hier... Komm, wir versuchen mal hier zwischen zu fahren. Weil wenn du zum Beispiel keinen Hubschrauber hast, dann musst du nicht immer ja, ins Wasser gehen. Da kannst du halt auf Land halt auch zu Fuß eigentlich hier hingehen in der Theorie. Und dann, ja, wir sind jetzt auf Grund. Oder? Ja. Aber hier kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich spawn jetzt hier einfach. Da musst du halt nicht immer ins Wasser hingehen. Du hast also nochmal ein paar Kilometer gespart. Oh nein, Alter, das sieht richtig krank aus irgendwie. Ich liebe U-Boote in GTA. Ich empfehle euch maximal am Tag nur 2-mal Heist-Mission zu machen, weil ansonsten wird das zu viel und nicht das jeden Tag zu machen. Genießt auch ein bisschen GTA. Wenn ihr neu seid, natürlich, dann seid ihr noch gierig, aber wenn ihr so wie ich schon ein bisschen länger in Los Santos unterwegs seid, dann braucht ihr nicht mehr so viel Geld. Wie gesagt, 1-2 Heist-Missionen am Tag geht schon klar. Und ja, alleine ist das machbar, das ist das Schöne. In einer Solo-Lobby kannst du alles vorbereiten, das ist das Geilste. Und ein Fahrzeug würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr so wie ich Longfin als Fluchtfahrzeug benutzt. Der Longfin ist ein U-Boot, welches, U-Boot sag ich schon, ein Boot, welches an einem Anhänger dran ist. Und wenn du dieses Fahrzeug hast, das kannst du ja sofort rufen, musst du keinen LKW besorgen, du musst nicht hin und her fahren. Und dein LKW ist auch, wie ihr sehen könnt, schnell und unaufhaltsam. Das ist dann halt nochmal eine Stufe schneller. Und die Fahrzeuge fliegen auch sehr schön. Das ist der Phantom Wedge. Wer hätte das gedacht? LKW. Also dieses Fahrzeug wird nur stehen bleiben, wenn du willst, dass es stehen bleibt. Ansonsten kommt es einfach ziemlich easy durch. Sagen wir mal, du spielst halt jeden Donnerstag einmal GTA. Dann machst du halt 800.000 Dollar schon mal mit den Zeitrennen, die ich euch gezeigt habe. Dann eine Sache, die ihr nicht vergessen dürft, die kann ich jetzt nicht machen. Geht auf jeden Fall zum Casino und dreht am Rad. Dort könnt ihr halt auch ab und zu mal Geld gewinnen. Das bringt auch noch ein bisschen was. Also sagen wir mal, ihr macht nicht mal... Also ihr habt kein Geld. Sagen wir mal, ihr macht nur, so wie ich schon gesagt habe, Zeitrennen. Das heißt halt, wenn ein Monat 4 Wochen hat, macht ihr 800.000 Dollar so. Ganz einfach. Sagen wir mal, an den Tagen macht ihr nochmal 2-mal Headhunter oder CEO-Mission allgemein. Macht also 40.000, habt ihr schon mal 960.000 im Monat verdient. Es ist halt auf lange Sicht gesehen, GTA ist aber auch ein Spiel auf lange Sicht gesehen. Außer du glitch und besorgt dir Shark Cards. Aber wer will das heutzutage noch in GTA machen? Ich, um echt zu sein, nicht. Zusammengefasst, Geldboni beachten, Zeitrennen nicht vergessen, Tagesherausforderungen, wenn ihr wollt, CEO-Missionen und dann noch Terrorbyte, wenn ihr habt Terrorbyte-Missionen. Cayo Perico bringt am meisten Geld, das heißt, wenn ihr das Geld noch nicht habt, besorgt euch erstmal 2,2 Millionen Dollar und dann alles andere. Wenn ihr dann noch habt, Toreador oder U-Boot, mit dem U-Boot Ziele markieren, bei der Schatzkarte, also mit Sonar. Ihr könnt ja beim Sonar aktivieren halt die Ziele halt mit Dreieck markieren und dann sagen, hier sind die ganzen Ziele. Und dann könnt ihr halt dorthin schwimmen, fahren, fliegen, tauchen, was auch immer. U-Boot nicht benutzen, das dauert ein bisschen und bei den Schätzen bekommt ihr halt 75.000 Dollar am Tag nochmal ein kleiner Geldbonus obendrauf. Ich hoffe, ich konnte euch aushelfen und habe euch gezeigt, wie ich mein Geld verdiene, wie ich halt jetzt aktuell 21 Millionen Dollar gemacht habe. Ich sag, keep it hammergeil, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!